Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nar Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Material World: Wie 6 Rohstoffe die Geschichte der Menschheit prägen. Von Ed Conway ist ein bahnbrechendes Sachbuch, das uns einen neuen Blick auf die Geschichte und die Entwicklung unserer Zivilisation eröffnet. Während viele Menschen über Wissenschaft, Technologie und Politik sprechen, bleibt die Bedeutung der grundlegenden Rohstoffe, die unseren modernen Lebensstil ermöglichen, oft im Verborgenen. Conway nimmt uns in diesem Buch mit auf eine faszinierende Entdeckungsreise durch die Welt von Sand, Salz, Eisen, Kupfer, Öl und Lithium. Diese 6 Elementarstoffe sind in unserem Alltag allgegenwärtig, doch meist nehmen wir ihre Wichtigkeit nicht wahr. Anhand lebendiger Geschichten, historischer Anekdoten und eindrucksvoller Recherche vermittelt der Autor, wie diese Materialien nicht nur die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft beeinflusst haben, sondern auch unsere Städte, Technologien und sogar unser Denken formen. Mit der Auszeichnung als Deutsches Wirtschaftsbuch 2024 und Wissensbuch des Jahres beweist dieses Werk seine außergewöhnliche Relevanz und Aktualität. Das Buch regt zum Nachdenken darüber an, wie abhängig wir von scheinbar gewöhnlichen Stoffen sind und wie sie die Machtverhältnisse, Innovationen und Zukunftsperspektiven unserer Welt bestimmen. Es lädt dazu ein, den Alltag mit anderen Augen zu sehen und die Bedeutung des Materiellen neu zu bewerten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Sand. Das unsichtbare Fundament der Zivilisation. Sand ist einer der am meisten unterschätzten Rohstoffe unserer Zeit, obwohl er die Grundlage nahezu aller modernen Infrastrukturen bildet. Von Beton über Glas bis hin zu Mikrochips. Fast alles, was unsere Städte und Technologien ausmacht, besteht zu einem großen Teil aus Sand. Ed Conway zeigt eindrucksvoll, wie der weltweite Sandabbau in rasantem Tempo zunimmt und zahlreiche ökologische und soziale Herausforderungen nach sich zieht. Die Konkurrenz um Sand hat bereits zu illegalen Märkten, Umweltzerstörung und sogar Mord geführt. Besonders eindrücklich beschreibt Conway die Problematik, dass nicht jeder Sand gleich ist. Der Wüstensand ist für Bauzwecke ungeeignet, sodass Strände, Flussufer und Meeresböden geplündert werden. Die Rolle von Sand als unverzichtbare Ressource wird in den kommenden Jahrzehnten noch weiter an Bedeutung gewinnen, weshalb ein bewusster und nachhaltiger Umgang damit essentiell ist. Zweitens: Salz. Der Ursprung von Handel und Macht. Salz, ein scheinbar gewöhnlicher Stoff, war jahrtausendelang ein Symbol für Reichtum und Macht. Conway illustriert, wie Salz nicht nur das Überleben, etwa zur Konservierung von Lebensmitteln, sicherte, sondern auch als eine der ersten global gehandelten Waren den Grundstein für internationale Handelsrouten legte. Städte und ganze Imperien wuchsen und fielen durch den Zugang zu Salzvorräten. Steuern und Zölle auf Salz bestimmten Politik und Gesellschaft. Die Bedeutung von Salz ist heute zwar zurückgegangen, doch bis ins 20. Jahrhundert war es ein zentrales Gut, um das erbittert gestritten wurde. Conway verknüpft diese historische Perspektive mit der gegenwärtigen Situation und zeigt, wie scheinbar triviale Rohstoffe im Zentrum globaler Interessenlagen stehen können. Drittens: Eisen. Rückgrat der industriellen Revolution. Eisen ist das Material, das unsere Zivilisation im wahrsten Sinne des Wortes zusammenhält. Conway geht der Frage nach, wie Eisen als Grundstoff für Werkzeuge, Maschinen, Eisenbahn und Gebäude die industrielle Revolution befeuerte. Ohne Eisen wären die Errungenschaften der Moderne undenkbar. Brücken, Wolkenkratzer, Fahrzeuge und vieles mehr basieren auf diesem Rohstoff. Der Autor beleuchtet, wie die Kontrolle über Eisenminen und Produktion stets von geopolitischer Bedeutung war und ist. In der heutigen Zeit bleibt Eisen zwar allgegenwärtig, gerät aber immer wieder durch Innovationen in den Hintergrund anderer, scheinbar modernerer Materialien. Dennoch bleibt es ein Schlüssel zu Wohlstand, Mobilität und technologischer Entwicklung. Viertens: Kupfer. Der Puls moderner Elektrizität. Kupfer ist das Herz aller elektrischen Systeme.
Conway veranschaulicht, wie Kupfer mit seiner hervorragenden Leitfähigkeit zur Basis moderner Energieversorgung wurde. Ob in Stromleitungen, Motoren oder digitalen Geräten, Kupfer ist omnipräsent. Die Nachfrage nach Kupfer steigt mit der fortschreitenden Elektrifizierung etwa bei E-Mobilität und erneuerbaren Energien exponentiell an. Die Produktion ist rohstoff- und energieintensiv, wodurch die geopolitische Bedeutung wächst und die Verfügbarkeit knapp werden kann. Conway zeichnet die Bedeutung von Kupfer als Träger der nächsten Transformationswelle nach und beleuchtet die Herausforderungen von Abbau, Recycling und Abhängigkeit von bestimmten Regionen. Er verdeutlicht, dass die Zukunft grüner Technologien unmittelbar mit Kupfer verknüpft ist. Schließlich Öl und Lithium, Treiber des Gegenwart und Zukunft. Wohl kein Rohstoff hat das letzte Jahrhundert so geprägt wie Öl. Conway beschreibt nicht nur die politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen, die mit der Kontrolle über Ölvorräte einhergehen, sondern auch die gravierenden ökologischen Folgen unseres Ölzeitalters. Die Rolle des Öls wird zunehmend vom Aufstieg neuer Energieträger wie Lithium abgelöst. Lithium steht im Zentrum der Energiewende, da es für moderne Akkus und Batterien unverzichtbar ist. Die Nachfrage nach Lithium explodiert mit dem Boom von Elektroautos und Speichersystemen für erneuerbare Energien. Während sich mit Öl zahlreiche Probleme manifestieren, ergeben sich in der Lithiumwirtschaft neue Herausforderungen. Umweltschutz, Arbeitsrecht, politische Abhängigkeiten. Conway zeigt, wie der Wandel von Öl zu Lithium die Machtverschiebung im 21. Jahrhundert maßgeblich beeinflusst und verdeutlicht die Bedeutung nachhaltiger Rohstoffstrategien. Zusammenfassend: Material World offenbart eindrucksvoll die zentrale Rolle von Rohstoffen in unserer Gesellschaft und wie sie nicht nur Wirtschaft und Politik, sondern unser gesamtes Leben bestimmen. Das Buch richtet sich an neugierige Leser, die sich für Geschichte, Wirtschaft, Umwelt, Technologie und die Hintergründe unseres modernen Lebens interessieren. Besonders wertvoll ist das Buch für Menschen, die Zusammenhänge besser verstehen möchten und bereit sind, unseren Alltag aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Wer im Bereich Wirtschaft, Technik, Städtebau, Nachhaltigkeit oder Politik arbeitet, wird in diesem Buch viele Anregungen und ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen unserer Zeit finden. Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbüchern, die oft theoretisch oder Einzelthemen fokussiert sind, bietet Material World einen umfassenden, interdisziplinären Blick auf den fundamentalen Einfluss materieller Ressourcen. Ed Conway gelingt es, komplexe Sachverhalte verständlich, spannend und mit einer Vielzahl von Beispielen zu vermitteln. Das Buch ermöglicht es uns, unsere Umwelt kritisch zu hinterfragen und zeigt neue Wege für eine nachhaltigere Zukunft auf. Wer verstehen will, warum die Welt so ist, wie sie ist und wie wir durch den bewussten Umgang mit Ressourcen zukünftige Krisen vermeiden können, findet in diesem Buch unerlässliches Wissen. Die Auszeichnungen unterstreichen zudem die hohe Qualität und Relevanz. Material World ist mehr als ein Buch über Rohstoffe. Es ist ein aktiver Beitrag zur Debatte um eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft und verdient einen festen Platz in jedem modernen Bücherschrank. Wenn Sie unterstützen möchten, Ed Conway, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.